Guten Tag. Ich möchte über Mystic Quest sprechen. Nein, nicht das. Das kann bitte jemand anderes auseinanderpflücken. Nee, ich meine das für den guten alten grauen Klotz. Ich habe das Spiel zwar auf meinem Kanal schon ausführlichst durch Let's Played, aber das Spiel als Ganzes habe ich noch nicht so wirklich besprochen und deswegen mache ich das jetzt. Das Spiel markiert den Ursprung der Mana-Reihe. Zumindest heute, denn damals war es eigentlich nur als Ableger von Final Fantasy gedacht, was sich am japanischen Titel Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden oder dem amerikanischen Final Fantasy Adventure noch dezent ablesen lässt. Nur in Deutschland taufte man das Kind auf den Namen Mystic Quest. Warum auch immer. Vielleicht weil das kurz danach erschienene Mystic Quest Legend eigentlich Final Fantasy Mystic Quest hieß, auch wenn die beiden Spiele absolut nichts miteinander zu tun haben, außer dass die Sprites der Hauptfiguren sich irgendwie ähneln. Von all dieser Namensverwirrlichkeit wusste der damals 10-jährige Michel im Jahre 1991 noch gar nicht, als ich das Spiel zum ersten Mal in meinen heißgeliebten Gameboy steckte. Und was ich auch nicht wusste war, was sich hier für mich für eine wundervolle und riesige Welt auftun würde. Ihr müsst euch das vorstellen, bis dato waren meine absoluten Highlights in Sachen Videospiele sowas wie Super Mario Land, Mega Man oder vielleicht mal sowas wie Kid Icarus. Alles tolle Spiele, keine Frage, aber eben auch welche, die man mal so eben in relativ kurzer Zeit durchdaddeln konnte und die jetzt auch nicht gerade durch ihre ausufernde Handlung glänzten. Und dann kam Mystic Quest. Ein Spiel, das in so vielen Punkten etwas war, was ich bis zu diesem Zeitpunkt so noch nie hatte. Zum einen das natürlich ungewohnte Gameplay. War ich doch bis dato nur Jump'n'Runs gewohnt, war das Spielen in der ISO-Perspektive etwas sehr Frisches. Aber wirklich ungewohnt war, dass ich nun erstmals tatsächlich eine Geschichte spielte. Mit Figuren, die nicht nur Namen, sondern auch einen Charakter, eine Geschichte und echte Gespräche hatten. Und das in einem Abenteuer, das sich nicht mal eben in einer erweiterten Klositzung durchrocken ließ, sondern das einen schon mal seine 10 Stunden und mehr in seinen Bann ziehen konnte. Das war für mich unfassbar für ein Gameboy-Spiel. Das Spiel entführt uns in eine Welt, die zwar Gameboy-bedingt nicht wirklich farbenfroh, aber dennoch nicht langweilig ist. Man schaffte es, trotz der Limitierungen des grauen Klotzes viele verschiedene Landschaften und Szenerien zu erschaffen, die mit etwas Fantasie eine wundervolle und abwechslungsreiche Fantasy-Welt zeichnen. Und durch diese Welt begleiten wir Held. Zumindest ist das der Platzhaltername, denn einen richtigen Namen müssen wir unserem Protagonisten erst noch geben. Mittlerweile wurde ihm der kanonische Name Sumo gegeben, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass ich vor jedem neuen Spieldurchlauf von Mystic Quest immer erstmal ewig da saß und grübelte, welchen Namen mit 4 Buchstaben ich meinem schwarzhaarigen Recken nun geben möchte. Und ja, für mich ist und bleibt der schwarzhaarig, auch wenn Square Enix mittlerweile der Meinung zu sein scheint, dass Mana-Helden immer rothaarig zu sein haben. Auch eine ominöse Frau gilt es gleich zu Spielbeginn zu benamen und dann geht's los. Und wie es losgeht. Raus aus dem Titelbildschirm, ein bisschen Worldbuilding-Text und boom, rein in den Bosskampf gegen einen Riesentiger. So lernt man seine Spielfigur steuern, auf die harte Tour. Und dabei ist das Gameplay erwartungsgemäß recht simpel. Unser Held hat zu Beginn Schild und Schwert, um sich zur Wehr zu setzen. Das Schild blockt Fernkampfangriffe, wenn sie den Helden frontal erwischen. Aktiv blocken muss man nicht. Das Schwert schwingt man entweder im Halbkreis oder man sticht frontal damit zu. Später erweitert sich das Arsenal noch ordentlich. So erhält man neben einem ganzen Bollerwagen voll Helme, Schilde und Rüstungen noch Äxte, mit denen sich Bäume fällen lassen, eine rundum schlagende Kettensichel, mit der sich gar lästiges Buschwerk mähen lässt, Kettenpeitschen, die Indiana Jones mäßig zum Schwingen über Abgründe taugen, einen Morgenstern, mit dem man auch noch Wände einreißen kann, diverse weitere Schwerter und einen Speer, den man sich auch hätte schenken können. Aber bis auf letzteren haben all diese Waffen ihre Vor- und Nachteile. Das zeigt sich auch in den Spezialangriffen, die man mit ihnen ausführen kann. Am unteren Bildschirmrand befindet sich eine Leiste, die sich immer automatisch füllt, solange der Held keinen Angriff ausführt. Ist die Leiste voll, so kann man mit der jeweiligen Waffe eine Spezialattacke ausführen, die sich je nach Waffe stark unterscheidet. Bei manchen erhöht sich lediglich die Wucht und die Reichweite, andere Waffen können geworfen werden und beim Schwert kann man sogar zwischen einem Rundumschlag und einem sehr nützlichen Flugangriff wählen. Ein Wechsel zwischen den verschiedenen Mordwerkzeugen ist also mitunter ratsam, auch weil diverse Monster die Frechheit besitzen, gegen einige Waffen einfach mal immun zu sein. Wie auch immer ich mir eine Immunität gegen Morgensterne vorstellen kann. Wann immer eine Waffe gegen ein Monster nichts auszurichten vermag, erklingt dieses nette Geräusch.
aber wo eine physische Waffe versagt, da kann vielleicht Magie helfen. Unser Held lernt im Laufe seiner Reise 8 verschiedene magische Sprüche, die, um mal im Final Fantasy Sprech zu bleiben, mal weiß, mal schwarz und mal grün magischer Natur sein können. Neben einem Lebens- und einem Heilzauber lernt der Held einen zielsuchenden Feuerball zu schleudern, einen etwas fußlahmen Blitz, einen Drohneneiszapfen und das Kamehameha. Dazu noch einen Verstummungs- und einen Schlafzauber, komplett mit Schlafschafen. Sollte die Magie mal zur Neige gehen, kann man sich aber auch mit zahlreichen Items behelfen, welche man so häufig findet, dass einem ständig der Platz im Inventar ausgeht. Kleiner Tipp: Habt immer einen großzügigen Vorrat an Schlüsseln und Pickeln, also Spitzhacken, dabei, denn wenn euch die in einem Dungeon mal ausgehen sollten, dann kann man sich auf die Art auch mal schön softlocken. Alles schon passiert? Nicht cool. Also immer schön die erbeuteten Goldtaler in den Einzelhandel tragen, um stets Schließ- und Hackwerk parat zu haben. Dies kann in Krämerläden vollbracht werden, welche meist, aber nicht immer, in Dörfern und Städten anzutreffen sind. Manche der tanzenden Einzelhandelsfachkräfte haben auch Filialen mitten in der Pampa eröffnet und einer schleppt seine Ware sogar mit euch durch einen Dungeon. Mitunter durchstreift man die Mana-Welt nämlich nicht alleine, sondern es gibt Gefährten, die sich für einen Teil der Reise mit anschließen. Leider sind die aber in der Regel recht nutzlos, zumindest im Kampf. So eiern sie völlig random um einen rum und spammen ihre Angriffe auch ebenso zufällig durch die Gegend. Ab und zu trifft mal einer davon, aber verlassen würde ich mich darauf nicht. Viel nützlicher sind die Spezialfähigkeiten der einzelnen Personen. So kann das Mädchen zum Beispiel kostenlos die Lebenspunkte heilen, andere heilen die Magie oder Vergiftungen, wieder andere verkaufen Zeugs oder können auch mal einfach die Dungeon-Mucke ändern, falls man das möchte. Oder aber man kann auf ihnen reiten. Denn der treueste unserer Gefährten ist der Chocobo, der von unwissenden deutschen Übersetzern Dodo genannt wurde und ein mehr als eindeutiger Hinweis auf die Final Fantasy Verwandtschaft des Spiels ist. Genau wie der Mogri. Letztere sind ein schöner Indikator für das generelle Design des Spiels, denn wie man es ja mittlerweile von der Mana-Reihe gewohnt ist, sind gerade die Gegner mitunter alle sehr knuddelig designt. Ich meine, dieses Spiel ist die Wiege der legendären Pogo-Puschel. Dazu gibt's knuffige Pilzköpfe, Halloween-Kürbisse, Schneemänner, was auch immer das da sein soll, und feuerspeiende Seepferdchen. Aber irgendwie hatte ich das damals alles gar nicht so knuddelig wahrgenommen. Und deshalb habe ich die Biester Jahre später auch endlich so beeindruckend gezeichnet, wie ich sie mir damals ausgemalt hatte. Ist mir doch egal, was Square sich dabei gedacht hat. Die Gegner im Spiel haben ebenfalls keinerlei KI, die man auch so nennen dürfte. Nein, sie rennen ebenfalls völlig random durch die Gegend, mal langsam, mal schnell, mal gehen sie durch Wände, mal wird sich umhergebeamt, mal gestochen, mal geworfen, mal geschossen und mal alles zusammen. Alles zufallsgesteuert und doch schaffen sie es mitunter, dass man dennoch in Bedrängnis gerät. Aber unserem Helden ist das Schnurz, denn für seine Queste braucht er nun mal Erfahrungspunkte, die man sich in rauen Mengen aus den Gegnern rauskloppen darf, was auch mal die ein oder andere Grinding-Session mit sich bringt. Ist ein Level-Up erreicht, darf man einen von sage und schreibe 4 Attributen erhöhen. Lebensenergie, Körperkraft, Magie oder die Geschwindigkeit, mit der sich der Spezialbalken füllt. Im Wesentlichen reicht's aber, wenn man einfach immer abwechselnd 2 der Werte erhöht, die anderen steigen dann einfach mit. Aber dennoch hatte ich hier, zusammen mit den Waffen und Rüstungen, die die Werte erhöhen, zum ersten Mal sowas wie eine Rollenspielmechanik, was ich bis dato nicht kannte. Und was ich zu dieser Zeit auch noch nicht kannte, war ein Videospiel mit einer solch ausufernden Geschichte. Nach heutigen Maßstaben ist das natürlich alles standardmäßiger Standard. Der Held trifft ein Mädchen, diese entpuppt sich als essentiell für die Pläne des Bösen. Der Held bekommt den Auftrag, nicht nur das Mädchen zu beschützen, sondern auch die Mission, zu einem Ritter eines vergessenen heiligen Orden zu werden und ein heiliges Schwert zu finden, um das Mädchen und die gesamte Welt vor den Machenschaften des Dark Lord, ja, der heißt hier wirklich so, zu retten, welcher aber gar nicht der eigentliche Böse ist, sondern jemand Dunkleres im Hintergrund die Fäden zieht. Ja, das ist alles mittlerweile alter Käse, aber damals fand ich es großartig, eine so buchstäblich epische Geschichte auf meinem kleinen grauen Kasten erleben zu dürfen. Was aber für mich die besondere Würze gerade dieses Spiels war, war der teils ziemlich düstere Ton, den die Geschichte anschlägt. Trotz der knuffigen Monster und teils auch drolligen Nebencharaktere, Mystic Quest hat Stellen, die mir auch heute noch den ein oder anderen Kloß im Hals bescheren. Beispiele gefällig? Gerne doch! Es folgen nun also Spoiler für ein 34 Jahre altes Spiel. Ihr seid also sowas von gewarnt. Zum einen setzt das Spiel direkt mal den Ton, indem es,
direkt nach dem Intro-Bosskampf den besten Freund und Gladiatorenkollegen des Helden an seinen Wunden verrecken lässt. Geht ja gut los. Übrigens habe ich durch Mystic Quest den Ausdruck entschlafen gelernt, von wegen Videospiele bilden nicht. In einer der späteren Missionen begibt sich unser Held mit seiner besten Freundin Amanda auf eine Mission, eine Träne einer Medusa zu finden, um ihren verwandelten Bruder zu heilen. Nachdem beide gemeinsam die Medusa bezwungen haben, müssen sie sich dennoch geschlagen geben, da dem Monster keine Träne abzuringen war. Doch da muss Amanda feststellen, dass sie sich im Kampf einen Biss der Medusa zugezogen hat. Und während sie sich nun selbst in eine Medusa zu verwandeln beginnt, bittet sie den Helden, sie niederzustrecken und eine ihrer Tränen aufzufangen, bevor sie vollends zum Monster würde. Was der Held dann auch tut. Und das Spiel lässt uns, den Spieler, den Tastendruck für den tödlichen Hieb ausführen. Hart. Im vorletzten Dungeon, einem Turm, trifft der Held auf Marcy, einen Androiden des untergegangenen Imperiums. Nachdem beide gemeinsam den Turm erklommen und den Boss besiegt haben, droht der Turm einzustürzen. Marcy schlägt vor, den Helden auf den benachbarten Berghang zu werfen, sie selbst wolle hinterher springen. Als nun der Held wohlbehalten auf sicherem Boden angekommen ist, gesteht Marcy, dass sie nicht zum Springen konstruiert sei. Sie bedankt sich noch einmal, dass sie helfen durfte, bevor sie zusammen mit dem Turm untergeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, es spricht verdammt für ein Spiel, wenn es gelingt, dass man mit 10 Pixel hohen Figürchen, die man gerade mal eine halbe Stunde kennt und die nur eine Handvoll Textboxen haben, echtes Mitleid empfindet. Diese ungewohnt düsteren Töne sind für mich wirklich etwas, was dieses olle Gameboy-Spiel von vielen anderen abhebt. Leider hat sich die Mana-Reihe das nicht erhalten, bis auf das ein oder andere bittersweet Ending, aber im Großen und Ganzen hat sich das Mana-Franchise ja eher auf die kunterbunte Knuddeligkeit fokussiert, was gerade die heutigen Vertreter für mich eher weniger attraktiv macht. Um den grauen und mitunter schlecht gelaunten Vorfahren der Reihe ins moderne Mana-Versum einzugliedern, hatte Mystic Quest sage und schreibe bislang 2 Remakes. Zum einen Sword of Mana für den Game Boy Advance, welches aber die Story nur sehr lose aufgreift und ansonsten sehr viel an Look, Stimmung und Handlung verändert. Und dann erschien vor einiger Zeit noch Adventures of Mana für iOS, Android und PS Vita, welches das Spiel fast 1:1 mit kleineren Gameplay-Änderungen umsetzte und den Look dem gängigen Mana-Design anpasste. Vor allem den Soundtrack, der auf dem Game Boy schon toll war, möchte ich hier lobend erwähnen, denn der wurde, anders als beim Secret of Mana Remake, nicht mehr schlecht als recht verschlimmbessert, sondern sehr schön und liebevoll modern neu arrangiert. Das ist übrigens auch die Soundtrack-Version, die ihr hier in diesem Video hört. Wer also keinen alten Gameboy mehr rumfliegen hat oder es doch lieber bunter mag, für den ist diese Version vielleicht mal einen Blick wert. Für mich ist Mystic Quest etwas ganz Besonderes, nicht nur weil es die Fantasie des damals 10-jährigen Michel unfassbar anregte und ihn dazu bewog, eine selbst gezeichnete Kartensammlung anzufertigen und mich 30 Jahre später nochmal dazu bewog, eins der fucking aufwendigsten Let's Plays ever zu machen, sondern weil es mir zeigte, wie groß Videospiele sein können. Dass sie mehr sind als kurzweilige Bespaßung und Kinderspielzeug, sondern dass sie auch echte Geschichten erzählen können, welche über das notwendige Minimum hinausgehen und einen in eine farbenfrohe, fantasievolle Welt entführen können, und das mit nur ein paar groben Pixeln und 4 matschigen Grautönen.